Hallihallo, ich freue mich. Ihr habt eingeschaltet bei Andrea Kutsch, die wissenschaftlich basiert Pferde trainiert. Und heute geht es um das Thema Lecken und Kauen. Da habt ihr euch noch mal ein kleines Zusatzvideo mit ein paar wissenschaftlich fundierten Erklärungen gewünscht. Also, euer Wunsch ist mein Befehl. Let's get to it. Es geht also um diese Geste, Lecken und Kauen, die wir immer wieder bei Pferden sehen. Hier ist das so ein bisschen eine freigestellte Szene, aber wir sehen das natürlich auch in Training und Ausbildung, im Longierzirkel, auch manchmal, nachdem wir das Pferd über eine Wiese geführt haben, weg von den Freunden in einen Stall, wo es alleine ist oder so. Und plötzlich kommt es an oder auch umgekehrt, wenn es alleine aus dem Stall wieder zurück zur Wiese geführt wird, zu seinen Freunden. Und plötzlich sehen wir, wenn er bemerkt am Koppeltor, oh, ich komme zu den anderen zurück. Super, es ist nichts passiert. Da sehen wir oft das Lecken und Kauen. Was passiert da? Darum habt ihr mich gebeten, das noch mal ein bisschen genauer zu erklären. Also, es handelt sich um das autonome Nervensystem. Pferde haben genauso wie Menschen zwei große Regelkreise. Da gibt es also einmal den Parasympathikus, der ist verantwortlich für Rest, Restore, also Ruhe, Verdauung, Erholung. Und wir haben den Sympathikus, der ist für Flight oder Fight verantwortlich. Also, der versetzt das Pferd, nachdem die Sinnesorgane irgendwas gemeldet haben aus der Umgebung, in einen Alarmzustand, Stress, Schmerz oder auch Angst. Bei Stress löst es dann aus Flucht oder die Pferde gehen in den Druck rein oder sie empfinden Schmerz und sie kriegen viel Angst. Das heißt, dann dominiert der Sympathikus. Da ist also dann im Pferd der Herzschlag hoch, der Blutdruck hoch und das Phänomen tritt ein, nämlich dass die Speichelproduktion stoppt. Also sprich, Maul und Lippen werden trocken. Wenn jetzt der Wechsel zurück erfolgt in die Entspannung, also wenn die Bedrohung oder die Belastung aufhört, schaltet der Körper zurück in den Parasympathikus. Also die Speichelproduktion setzt wieder ein. Der Speichel muss in irgendeiner Form verarbeitet werden. Deshalb zeigen die Pferde dann Lecken und Kauen, manchmal auch Schlucken oder, was wir manchmal auch sehen, Seufzen, Gähnen. Wenn ihr ein Video dazu haben wollt, wie das aussieht in Training und Ausbildung, schreibt in die Kommentare. Es gibt auch, dass sie sich plötzlich dehnen. Das kann auch sein, dass die Pferde das zeigen. Also das heißt, der Parasympathikus ist aktiv. Also vorher habt ihr das Pferd in eine Position gebracht, dass der Sympathikus aktiv war. Man nennt das auch den Stressnerv. Und dann habt ihr es in eine Position gebracht, dass der Stress sich entfernt hat, der Parasympathikus aktiv wurde und die Speichelproduktion eingesetzt hat. Was bedeutet das Verhalten? Oft wird interpretiert, sehe ich viel im Netz, sehe ich viel bei Natural Horsemanship-Leuten, bei Pferdeflüstern sehe ich das auch viel. Die sagen dann, ja, das Pferd hat nachgedacht darüber oder auch, das hat sich jetzt unterworfen, das ist positiv. Nope, das ist es nicht. Es ist also nicht Denken. Es ist also kein Zeichen dafür, dass das Pferd nachdenkt oder eine Aufgabe verarbeitet. Und es ist auch nicht Unterwerfung. Es ist kein Unterwerfungszeichen. Echte Unterwerfungsgesten bei Pferden sehen ganz anders aus. Das geht in bestimmten Gesichtsausdrücken, zum Beispiel so ein Polengesicht, wenn die Saugbewegungen machen oder wenn Flucht überhaupt nicht möglich ist. Also was passiert da? Es ist ein neurochemisch ausgelöster Reflex. Neurochemisch ausgelöster Reflex, der den Wechsel von Anspannung in Entspannung sichtbar macht.
also das Abklingen des Stressniveaus, und es leitet ein den Übergang zur Erholung. Was ist also jetzt die praktische Bedeutung davon? Lecken und Kauen zeigt, das Pferd war im Stressmodus und kehrte jetzt zurück in eine ruhigere Regulation. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ihr dann gleich ausflippen müsst, oh Gott, mein Pferd hat geleckt und kaut. Krass, das habe ich überhaupt nicht gewollt, der hatte jetzt voll Stress, sondern nur, dass ihr es wahrnehmt. Es ist also ein Marker für Erleichterung nach Stress. Das heißt, wenn der jetzt zum Beispiel mit euch im Gelände war und der hat Angst im Gelände oder der hat Angst, durch eine bestimmte Situation mit euch durchzugehen beim Reiten, in der Halle, in der Ecke, wo er immer scheut, oder er wird weggeführt von der Herde und fühlt sich darin noch nicht wohl, dann erkennt ihr oder seht ihr, dass das Pferd in Stress gebracht wurde, und dann pendelt das zurück, oder pendelt ist vielleicht das falsche Wort, pendelt es sich irgendwann ein, wenn viele Wiederholungen gemacht werden. Also sprich, ihr seht es nur bei einer gewissen Anzahl, also am Anfang das erste Mal, dann wiederholt ihr die Sache, dann seht ihr es noch beim zweiten Mal und dann pendelt sich das ein, und bis es nicht mehr gezeigt wird. Das heißt, jetzt haben wir es mit einer erlernten Situation zu tun. Also die Situation, in der ihr das Pferd in Stress gebracht habt oder die beim Pferd Stress ausgelöst hat, löst jetzt keinen Stress mehr aus. Das Pferd hat also etwas gelernt. Man darf es aber nicht machen über Angst, sondern man könnte jetzt sagen, ja, dann so heißt das jetzt, Andrea, dass ich das Pferd so oft in die Stresssituation bringen soll, bis es das nicht mehr auslöst. Also bis das Lecken, Kauen nicht mehr kommt. Ich wiederhole das einfach so oft. Nein. Weil das Stressniveau kann ja unheimlich hoch sein. Und dann kommt man oft in Reizüberflutung oder dass das Pferd über Angst lernt. Was man macht, ist dann in der Situation das Stressniveau geringer halten, ein bisschen auslösen, sodass das Pferd in eine Form der Besorgnis gebracht wird. Erfährt dann aber sofort wieder eine Entlastung. Dann wiederholt man das nochmal. Es kommt aber gar nicht zum Lecken und Kauen. Das ist das Optimale. Also das ist das, was wir beim Pferd gerne erreichen wollen. Wenn ihr dazu konkrete Trainingssituationen haben wollt, dann bitte schreibt das unbedingt in die Kommentare. Und by the way, falls ich es noch nicht gesagt habe, und das habe ich noch nicht gesagt in dem Video, unbedingt bitte den Kanal abonnieren. Bitte. Das hilft uns zu wachsen, und dann geht es vielen Pferden viel besser, weil viele Pferdemenschen durch diese Informationen lernen können. Und wenn ihr praktische Beispiele zum Lecken, Kauen haben wollt, bitte in die Kommentare, und bitte Kanal abonnieren, liken, Glocke aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Das war mal wieder ein Video von mir, Andrea Kutsch, die wissenschaftlich basiert Pferde trainiert. Bis zum nächsten Mal. Danke, schön, dass ihr hier seid. Tschüss.